Hallo zusammen. Mein heutiges Thema sind die Rechte und Pflichten eines GmbH-Gesellschafters. Man kann schon mal definitiv sagen, dass diese Gesellschafter mehr Rechte als Pflichten haben. Was genau, das bespreche ich mit Tietje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast gerade gesagt, die Pflichten eines Gesellschafters sind gar nicht so viele. Also welche sind denn das dann überhaupt? Ja, grundsätzlich darf der Gesellschaft nicht schaden und er muss den Jahresabschluss feststellen. Das war's schon. Ja, das war's. Ist ja eigentlich ein schönes Leben. Soweit. Welche Rechte hat er denn dann im Gegenzug? Ja, Rechte hat er darf den Geschäftsführer einstellen. Also da müssen wir erstmal differenzieren zwischen Minderheits- und Mehrheitsgesellschafter. Nach Gesetz ist ja, wer mehr als 50% hat, Mehrheitsgesellschafter. So, von denen sprechen wir jetzt, den Mehrheitsgesellschaftern. Die dürfen die Geschäftsführer einstellen und natürlich auch entlassen. Sie müssen den Jahresabschluss feststellen und ja, sie haben natürlich auch Anspruch auf Gewinnausschüttung, wenn sie es beschließen. Okay, aber den Anspruch auf Gewinnausschüttungen haben ja auch die anderen Gesellschafter. Das ist richtig, die dürfen es aber nicht beschließen. Und das ist so, sie sind davon abhängig, dass der Mehrheitsgesellschafter das beschließt. Wenn der das nicht beschließt, können sie das nicht erzwingen. Und dann bleiben die Gewinne in der GmbH bestehen und die Minderheitsgesellschafter gucken in die Röhre. Okay, verstehe. Welche weiteren Rechte hat er noch, der Gesellschafter? Also er hat das Recht, Informationen zu bekommen vom Geschäftsführer. Okay. Dazu zählt auch der Jahresabschluss. Den kann er sich vorlegen lassen, also wenn dann die Zeit reif ist. Muss übrigens bis 30. Juni erfolgen immer, bei kleinen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften. Ja, und am Ende kann er auch darüber entscheiden, wird der Geschäftsführer entlastet oder nicht. Okay, und was passiert, wenn er ihn nicht entlastet? Ja, also dann haftet der Geschäftsführer weiterhin dem Gesellschafter gegenüber. Und umgekehrt, wenn ihm Entlastung erteilt wird, und das sollte ein Gesellschafter übrigens nur machen, wenn er sich sicher ist, dass er laufend informiert wurde über das Geschäft, dass er eigentlich weiß, was da passiert ist, weil damit enthaftet er ja jetzt den Geschäftsführer. Das ist der Hintergrund. Und kann er dann aber danach immer noch mal Informationen für den entlasteten Zeitraum nachverlangen? Also rein formal juristisch ja, aber sehr schwierig, weil wenn du einmal Entlastung erteilst, dann musst du ihm nachher also schon sowas wie Vorsatz nachweisen, dass du an irgendeiner Stelle betrogen wurdest, dass eine Information an dir vorbeigegangen ist. Du kehrst halt die Beweislast um. Solange er nicht entlastet ist, ist der Geschäftsführer voll in der Verpflichtung, dich zu informieren. Hast du ihn entlastet, fällt das ja schon mal weg. Und das ist erstmal ein Allgemeintitel, den du damit aussprichst. Und wenn du jetzt noch ihm vorwerfen willst, dass er dich an irgendeiner Stelle nicht informiert hat, aber hätte informieren müssen, ja, das muss schon Richtung Strafrecht, Betrug, Untreue, keine Ahnung was gehen. Das ist eine Frage für einen Gesellschaftsrechtler, ne? Okay, aber wie sieht das Ganze jetzt aus bei einer Ein-Mann-GmbH, also Geschäftsführer gleich Gesellschafter? Ja, das ist zwar eine Person, aber zwei Positionen, also zwei Funktionen, die man auch getrennt betrachten muss. Wenn du das unter Fremdvergleich siehst, musst du dich quasi aufspalten. Einmal als Gesellschafter, einmal als Geschäftsführer. Das ist aber genau das Manko. Diese Leute neigen dazu, den Formalismus nicht einzuhalten. Da wird der Jahresabschluss nicht festgestellt beispielsweise. Da wird keine Entlastung erteilt. Das sind wo kein Kläger, da kein Richter, kein Problem. Aber wenn du beispielsweise mal in die Insolvenz gerätst oder deine Firma verkaufst, dann wird das dir vorgehalten. Also das ist Bilanzbetrug, das ist Untreue, du kannst dir gar nicht vorstellen, da geht es für dich richtig zur Sache. Das heißt, ich muss dann richtig so eine Sitzung anberaumen, die ich dann mit mir selbst abhalte, Ja. mit Protokoll und allem Pipapo? Das ist eigentlich so das Manko an der GmbH, dass es ein formeller Apparat ist und du musst das alles so einhalten, als wärst du ein Großunternehmen, musst du auch als Ein-Mann-GmbH machen, ob du, auch wenn du keine Angestellten und nichts hast, dasselbe, als wenn du 10.000 Angestellte hättest. Also das macht keinen Unterschied, ne? Da kann ich dir auch ein Beispiel zu nennen. Also da waren mal zwei Freunde, die haben mit 17 eine Firma aufgemacht, 25 Jahre später, super erfolgreiches Unternehmen, hohe Gewinne, hohe Umsätze, viele Mitarbeiter. Ja, und der eine Gesellschafter wollte raus
Und ja, der andere hat gesagt, ich kaufe dir es an, hat aber nicht das Geld, hat sich das Geld dann geliehen. Und der, von dem sie sich das geliehen hat, war ein Notar. Und dieser Notar hat dann natürlich 50% der GmbH schon mal gehabt. Und dann hat er über andere Sachen, die da noch an Verpflichtungen waren, der hat noch irgendwelche Verbindlichkeiten aus der GmbH mit übernommen und hat dann aber im Tausch dafür noch Anteile bekommen, war also bei 60%. Und jetzt hatte er das in der Hand und hat dann von dem anderen, von dem übrig gebliebenen Gesellschafter, Geschäftsführer, das alles abgefordert an Infomaterial für die Vergangenheit. Das war nur so, währenddessen die GmbH geführt hatte, war das diese Person, der war das Brain mit der Idee, hatte aber nie was mit den Bilanzen, mit den Mitarbeitern, mit den ganzen kaufmännischen Sachen zu tun. Und der sich hat rauskaufen lassen, ja, der war ja nun weg. Aber die Informationspflicht, da er auch Geschäftsführer war, musste er natürlich vollständig erfüllen. Konnte er aber nicht. Ja, der wurde im Prinzip von dem Notar dann platt gemacht. Der Notar hatte zwar Interesse daran, dass die Firma irgendwie weiter überlebt, aber der Geschäftsführer war danach total in der Hand vom Notar. Ne? Ja, das weil dieser ganze Formalismus nie eingehalten wurde. Ne? Das ist natürlich ein extrem schlechtes Beispiel. Ja. Aber abschließend kann man ja sagen, dass das Leben als Gesellschafter in einer GmbH ja nicht unbedingt das Schlechteste in dem ganzen Konstrukt ist. Ja, das ist auch richtig. Das muss auch so sein. Weil stell dir vor, du hast einen Anteil an Mercedes. Ja, ist eine Aktiengesellschaft, ist aber genauso eine Kapitalgesellschaft wie die GmbH. Hat andere Gründungsvoraussetzungen, muss sie aber auch nicht unbedingt börsennotiert sein, ist in diesem Fall börsennotiert. Das macht aber nicht den Kohlfett. Es ist dasselbe, wie als wärst du eine GmbH. Du hast jetzt einen Anteil an einer Kapitalgesellschaft. Stell dir mal vor, du würdest für irgendwas haftbar gemacht werden, nur weil der Vorstand irgendwas verbockt. Das kann ja nicht sein. Und das musst du in klein auch bei der GmbH sehen. Du kannst auch als Gesellschafter nicht dafür haftbar gemacht werden, was dein Geschäftsführer verbockt. Umgekehrt, du hast natürlich bestimmte Rechte und Pflichten. Und deine Rechte sind sehr groß. Heißt aber auch, du darfst informiert werden. Und wenn du Entlastung erteilst, das zwingt dich ja keiner, aber das machst du, dann ist halt auch entlastet und dann kannst du nachher nicht nachtreten. Ist auf jeden Fall schwer, dann musst du also große Beweise haben, dass das geht dann, wie gesagt, auch ins Strafrecht. Ansonsten ist das schon toll, die Stellung eines Gesellschafters. Ne? Das ist ganz klar. Der Geschäftsführer hat also innerhalb einer GmbH das deutlich schwerere Leben. Deutlich angenehmer ist es ja dann für den Gesellschafter, oder? Stimmt genau. Also der Gesellschafter hat viel Macht und wenig Verantwortung. Die Geschäftsführung, die hat leider die gesamten Pflichten und auch Bedrohungen. Und das macht übrigens keinen Unterschied, ob Sie eine Ein-Mann-GmbH sind oder ob verschiedene Gesellschafter dahinter stecken. Das ist alles dasselbe. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.